Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Patagonien-Update. Wer das Wunderland seit langem begleitet, weiß ganz genau, was das hier bedeutet. Wir stehen kurz vor der Eröffnung von einem neuen Abschnitt. Und so ist es auch bei Patagonien. Das Eröffnungsdatum steht endlich fest. Patagonien werden wir am 3.5. eröffnen und dementsprechend hoch ist die Nervosität. Bei uns allen gerade der Puls geht hoch, der Stress nimmt zu und dementsprechend ist es gute alte Tradition im Wunderland, dass dann die Nervennahrung in den Modellbau, in die Technik kommt und auf den Abschnitt, damit wir alle gemeinsam in diese letzten anstrengenden Wochen gehen. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ihr begleitet Lennart, wie er das Wasser der Antarktis gießt, Jens, wie er Autos altert und Mirko, wie er Licht zum Perito Moreno bringt. Aber als allererstes seht ihr jetzt Nina, die euch schon einen ersten kleinen Eindruck davon gibt, wie fantastisch das Lichtkonzept in Patagonien sein wird. An der Drake-Passage arbeiten wir seit vielen, vielen Wochen und sind kurz vor der Lösung mit Projektion, mit Bewegung, mit Mechanik. Ich glaube, wenn das ganz fertig ist und wir euch davon erste Bilder zeigen, wird fast jeder hinten überfallen. Und das andere Highlight in Sachen Licht ist der Sonnenaufgang und das Glühen der Berge im Morgenlicht. Und auch da gibt Nina euch jetzt die allerersten Impressionen. Hier haben wir das Wellenmeer. Timmy hat hier mehrere Beamer aufgehängt, womit er das Wasser auf der Fläche hier zeigen wird. Und im Hintergrund haben wir ein Gewitter. Genauso wie ein Sonnenuntergang. Und dann haben wir hier hinter der Anlage so welche RGB-Streifen aufgeklebt. Verschiedene Abschnitte, kürzere, damit man einen schönen Farbverlauf später hinbekommt und wirklich von hier von der Ecke an immer mehr ins Rötliche und dann mehr ins Gelbliche geht. Weil hinter den Bergen haben wir dann nur noch warmweiße LEDs verbaut, damit man so einen richtig schönen Schimmer hinter den Bergen hat. Das Ganze haben wir erstmalig in der Anlage verbaut. Wir haben extra dafür 10 cm Platz gelassen, um diesen richtig schönen Sonnenuntergang darzustellen. Und der wird richtig schön goldig und magisch. Schauen wir mal, was wird. Für Patagonien brauchen wir natürlich auch viele Autos. Und wie schon in den letzten Bauabschnitten müssen wir hier viel selbst machen. Das geht sich diesmal gar nicht so um verschiedene Autotypen, sondern um verschiedene Zustände der Autos. Von Neuwagen, die es dann natürlich auch so gibt, bis einigermaßen runtergerockte Autos, bis vollkommen vergammelte und in der Ecke stehende Autos, die nicht entsorgt werden, sondern einfach an Ort und Stelle stehen gelassen werden. Das müssen wir natürlich von Hand machen. Und heute schrotte ich ein Auto mal mit euch zusammen. Also Neuwagen ist das jetzt nicht mehr, aber im Prinzip im genau richtigen Zustand, dass der bei uns auf die Anlage kommt. Da stellen wir ihn jetzt gleich zu den anderen 100, die da schon ihren Dienst versehen. Und die können wir uns ja mal angucken. Ja, und natürlich haben wir auch in Patagonien und in der Antarktis wieder unsere Wasserflächen ausgegossen mit Kunstharz. Und da gab es auch diesmal wieder ein paar Besonderheiten. Oder zum einen ist es natürlich auch jedes Mal besonders, weil das ist immer so ein Ereignishorizont, auf den wir uns zubewegen. Wenn man einmal die Flächen ausgegossen hat, dann gibt es natürlich kein Zurück mehr. Alles, was dann gemacht ist, das bleibt dann auch so. Und das sorgt natürlich immer für viel Aufregung. Und deswegen haben wir uns extra hier an dem Samstag getroffen mit Gerhard, Tanja und Fadi und ich natürlich. Und haben uns hier ein bisschen in Ruhe Zeit genommen, die Flächen schön zu machen. So. Wir haben auch extra ein bisschen weniger Wellen gestempelt, damit man hier nachher eine richtig coole, spiegelnde Fläche hat. Also wenn man ein Foto macht, dass sich das wirklich so rein spiegelt. Und das sieht hammermäßig aus.
Was diesmal wirklich richtig speziell ist, ist, dass wir überall Eisberge und Brocken so mit eingegossen haben. Und die sind nicht nur eingegossen, sondern die gehen auch unter Wasser noch weiter. Also da haben wir ein bisschen mit Airbrush einfach so einen Verlauf hingemalt, ein bisschen Räumlichkeit, Tiefe nochmal hinzukriegen. Und das ist auch richtig geil geworden. Wir haben nicht nur die Fläche hier gegossen, sondern es gibt noch einen Fluss drüben bei Jacobacci und einen kleineren vorne auf der Kante. Da gab es auch ein paar Schwierigkeiten. Wir hatten wieder ein paar Lecks. Uns ist wieder das Kunstharz unter die Anlage gelaufen. Zum Glück war Tanja sofort zur Stelle, hat da echt krassen Einsatz gebracht und am Ende ist nochmal alles gut geworden. Und hier vorne ist für mich persönlich nochmal eine ganz besondere Ecke, denn hier haben wir extra nochmal einen Ausschnitt in die obere Platte gemacht. Das Ganze einmal um die Materialstecke nach unten versetzt, also ungefähr knapp 20 mm uns Platz verschafft, um hier Orcas mit eingießen zu können in die Fläche. Und das ist auch total geil geworden. Hier in der Mitte gibt es eine kleine Eisscholle, da wird sich am Ende eine unglückselige Robbe drauf verstecken, die hier gerade von 5 ausgewachsenen Orcas belagert wird. Jetzt haben wir die allerersten Bilder der Antarktis gesehen. Mich persönlich haben sie umgehauen. Ich finde gerade insbesondere, wie sich die Berge auf der Wasseroberfläche spiegeln, sieht einfach nur gut aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das zu einem der beliebtesten Fotomotive im Wunderland wird. Ich hätte auch gern Tanja gesehen, wie sie unter der Anlage das Wasser heroisch aufgefangen hatte. Aber da haben wir leider keine Kamera dabei gehabt. Die haben wir jetzt bei Mirko dabei, wie er Licht zum Perito Moreno bringt. Im Perito Moreno Nationalpark ist gegenüber des Gletschers ein kleiner Wanderweg und eine Aussichtsplattform aufgebaut, um im Fall eines Abbruchs eine schöne Aussicht zu haben. Die ist im Original nicht beleuchtet, da der Nationalpark bereits zwischen 18 und 19 Uhr schließt. Aber da wir natürlich 24 Stunden simulieren und auch natürlich eine Nacht haben und da ein schönes Bild haben wollen, war es meine Aufgabe, diesen Wanderweg und die Aussichtsplattform zu beleuchten, wo ich mich dann daran orientiert habe, an dem typisch argentinischen Licht, was sehr warmweiß ist. Und das ergibt in der Nacht ein durchaus schönes Bild und da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und ihr könnt jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, wieso wir uns auf der einen Seite so auf die Eröffnung freuen, auf der anderen Seite aber auch ganz schön angespannt sind. Wir haben noch ganz schön viel Arbeit vor der Brust und nur noch 3 Wochen Zeit. Wir werden euch hier aber regelmäßig mit Updates auf dem Laufenden halten und was in der nächsten Folge kommt, steht schon fest. Da werden wir euch über die Züge von Patagonien berichten, denn da steckt richtig viel Liebe, Details und Neuentwicklung drin.